know you've not been feeling great, but it's good to see you in better health. Ein eindringliches Gespräch. Zwei ungleiche Männer und ein Moment, der unsere Sicht auf die beiden für immer verändern könnte. Nur wenige Tage vor den angeblichen letzten Stunden von Papst Franziskus fand hinter den Mauern des Vatikans ein privates Treffen statt, mit keinem Geringeren als U.S. Vice President J.D. Vance. Was hat der Papst ihm während dieses Gesprächs zugeflüstert? Vance war sprachlos. Und jetzt steht die Welt unter Schock. Kommentieren Sie eins, wenn Sie glauben, dass letzte Worte eine tiefe Bedeutung haben. Oder null, wenn Sie glauben, dass manche Dinge geheim bleiben sollen. Lassen Sie uns herausfinden, was gesagt wurde und warum es wichtiger ist als je zuvor. Die private Begegnung von Papst Franziskus mit J.D. Vance. Was wir wissen und was wir nicht wissen. Einer der Besuche, die in der letzten Woche des Lebens von Papst Franziskus stattfanden, war einer, der mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben hat. Vice President J.D. Vance, der eine prominente Persönlichkeit unter den Würdenträgern ist, die den Vatikan besuchen, trat während seiner Reise nach Rom nicht in der Öffentlichkeit auf. Darüber hinaus gab es keine öffentlichen Ankündigungen oder Medienberichte über seinen Besuch, obwohl er überprüft wurde. Es liegen keine weiteren bestätigten Informationen vor, obwohl aus offiziellen Unterlagen des Vatikans hervorgeht, dass Vance sich mit Papst Franziskus unter 4 Augen getroffen hat. Es gibt jedoch keine weiteren bestätigten Einzelheiten. Im Anschluss an das Treffen veröffentlichten weder Vance noch der Heilige Stuhl Bemerkungen, Pressemitteilungen, Fotos oder andere Formen der Medienberichterstattung. Insbesondere im Bereich der nationalen Politik in den Vereinigten Staaten ist das Fehlen von Kommunikation während des Treffens mit dem Papst ein ungewöhnliches Ereignis. Es ist üblich, Informationen über Besuche beim Papst zu erörtern oder auszutauschen, insbesondere wenn der Papst erkrankt ist. Im Gegensatz dazu gab es zu diesem besonderen Anlass überhaupt keine Kommunikation. Es wurden keine Informationen über die bei dem Treffen behandelten Themen weitergegeben. Das Gespräch wird nicht zusammengefasst und auch nicht in Interviews, Newslettern oder Beiträgen in sozialen Medien erwähnt. Obwohl der Besuch stattgefunden hat und aufgezeichnet wurde, ist er nach wie vor von Geheimnissen umhüllt. Viele Menschen fragen sich, was hat sich in diesem Raum abgespielt, da nur wenige Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Könnte es sein, dass es sich um eine letzte Warnung handelte, die im Geheimen an eine Person gerichtet wurde, die als einflussreiche Persönlichkeit in der Führung der Vereinigten Staaten gilt? Es ist möglich, dass der Papst, der dafür bekannt ist, sich gegen moralischen Verfall und internationale Unruhen auszusprechen, beschlossen hat, der Öffentlichkeit Ansichten anzuvertrauen, die er nicht preisgeben wollte. Hätte J.D. Vance in der amerikanischen Gesellschaft und Politik eine größere Rolle gespielt hätte, wäre er vielleicht als vertrauenswürdiger Vertrauter angesehen worden, bevor es zu spät war. Hat der Papst etwas wirklich Privates preisgegeben? Es ist denkbar, dass er das Bedürfnis verspürte, eine private Angelegenheit zu besprechen, etwa eine Entscheidung, die er in der Vergangenheit getroffen hatte, eine Situation, in der er unsicher war, oder eine Schuld, die ihn schwer belastete. Menschen neigen dazu, über Dinge anders zu denken, wenn sie sich dem Ende ihres Lebens nähern. Daher könnten diese Gedanken laut zu jemandem gesprochen werden müssen, der sie nachvollziehen kann, ohne sie mit anderen Menschen zu teilen. Könnte eine unerwartete, aber gut geeignete Person eine Botschaft über die Zukunft übermittelt haben? Vielleicht ging es um wichtige Weltanliegen wie die Religionsfreiheit, den Frieden oder die Unterstützung von Menschen in Not. Der Papst könnte gewollt haben, dass Vance sich eine bestimmte Botschaft oder ein bestimmtes Konzept für seine zukünftigen Aktivitäten merkt. Sie könnten gewollt haben, dass er dies tut. Die Teilnahme an amüsanten und intelligenten Mutmaßungen kann uns auf verschiedene Wege führen. Der Papst und Vance haben beide eine Verbindung zum Katholizismus und ein ähnliches Interesse an Fragen der Moral, obwohl sie aus verschiedenen Nationen stammen und unterschiedliche Erfahrungen haben. Könnte ihre Begegnung einen Einfluss auf die Politik der Vereinigten Staaten gehabt haben? Gab es Bedenken hinsichtlich der eskalierenden Spannungen in der Welt? Oder gab es eine Botschaft über den aktuellen Zustand der zeitgenössischen Kultur? Könnte der Papst ähnliche Ansichten mit Vance geteilt haben? Was die Bedeutung des Glaubens in der Politik und die Besorgnis über die Aushöhlung der Wahrheit angeht? Was genau danach geschah, ist viel faszinierender. Bis zum heutigen Tag ist J.D.
Vance hat sich bis heute nicht im Detail zu diesem Treffen geäußert. Aber hat er sich seitdem in irgendeiner Weise verändert? Eine Untersuchung seiner Aktivitäten in der Öffentlichkeit könnte einige Hinweise liefern. Nach der Reise in den Vatikan wurden einige kleinere Anpassungen vorgenommen. Seine Reden konzentrierten sich weiterhin hauptsächlich auf die Politik. Aber es wurde immer mehr moralische Rhetorik in sie eingebaut. Zu diesem Zeitpunkt begann er, den Schwerpunkt auf Themen wie individuelle Verantwortung, geistige Werte und kulturelle Überwachung zu legen. Er sprach mehr über den Wiederaufbau als über die Spaltung der Menschen. Auffällig war auch, dass sein Verhalten in den sozialen Medien nachdenklicher wurde. Obwohl er weiterhin gelegentlich Kritik übt, legt er nun Wert darauf, seine Familie, seine Prinzipien und seine langfristigen Ziele in den Vordergrund zu stellen. Diese Unterscheidungen könnten unauffällig sein, sind aber unbestreitbar. Das Fehlen jeglicher Debatte über den Besuch im Vatikan scheint sich auf sein öffentliches Image auszuwirken, obwohl es nicht erwähnt wird. Er beantwortet keine Fragen zu dem Besuch oder den Ereignissen. Die Abwesenheit von Geräuschen ist in der Lage, eine Vielzahl von Informationen zu übermitteln. Und die Stille ist so tiefgreifend, dass sie den Eindruck erweckt, sie sei beabsichtigt. Das Schweigen zu einem Thema kann im Bereich der Politik verschiedene Bedeutungen haben. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass das Thema zu heikel, zu bedeutsam oder zu kompliziert ist, um diskutiert zu werden. Es ist auch möglich, dass der Sprecher die Person ausdrücklich gebeten hat, aus Respekt vor ihr zu schweigen. Es könnte auch bedeuten, dass das Ereignis so intim war, dass Worte ihm nicht gerecht würden. Es gibt einen wichtigen Vorfall, der nicht so leicht in Vergessenheit gerät. Eine private Begegnung mit dem Papst, die am Ende seines Lebens stattfand. Die Entscheidung, darüber zu schweigen, wird nur dazu dienen, die Auswirkungen zu verstärken. Es ist schwer zu verstehen, warum ein Politiker, der oft gerne Verbindungen zwischen seinen persönlichen Erfahrungen und seiner Arbeit im öffentlichen Dienst herstellt, nach einem so außergewöhnlichen Gespräch schweigen will. Die Anfrage bleibt in den Köpfen der Menschen hängen. Diese Situation schafft einen Konflikt zwischen dem, was offensichtlich ist, und dem, was ein Geheimnis bleibt. Den grundlegendsten Informationen zufolge ist J.D. Vance nach Rom gereist und hat sich mit Papst Franziskus in einem privaten Rahmen getroffen. Andererseits wirkt sich das fehlende Wissen weiterhin darauf aus, wie das Ereignis interpretiert wird. Es ging um die geistige, politische, emotionale oder persönliche Veränderung des Einzelnen. In dem Raum wurde etwas gesagt, das sich nicht auf die breite Öffentlichkeit auswirkt, aber das Potenzial hat, einen erheblichen Einfluss auf private Probleme zu haben. J.D. Vance wurde ausgewählt, sich in den letzten Tagen mit Papst Franziskus zu treffen. Was war der Grund für diese Entscheidung? Welche privaten Gespräche fanden statt? Und warum haben Einzelne diesen Verdacht? Lassen Sie uns auf den plötzlichen Tod von Papst Franziskus kurz nach dem Treffen eingehen. Das plötzliche Ableben von Papst Franziskus. Das Ableben von Papst Franziskus war für viele Menschen in der ganzen Welt ein Schock. Er ist viel früher von uns gegangen, als die meisten erwartet hatten, obwohl er schon seit längerer Zeit krank war. Im Jahr 2025, am Ostermontag, ist der Papst, der 2013 die Führung der katholischen Kirche übernommen hatte, ruhig und gelassen im Vatikan verstorben. In Erinnerung bleiben sein Mitgefühl für die Menschen auf der ganzen Welt, seine Bemühungen um eine Reform der Kirche und seine geistliche Führung. Kurz vor seinem Tod hatte er seinen letzten Auftritt in der Öffentlichkeit. Im Laufe eines Sonntags war er im Apostolischen Palast anwesend, wo er nach dem Angelusgebet eine ausgewählte Gruppe von Gästen begrüßte. Diejenigen, die ihn beobachteten, bemerkten, dass er erschöpft zu sein schien. Anstatt zu gehen, war er gezwungen, sich in einem Rollstuhl fortzubewegen. Er sprach langsamer als sonst und schien erschöpfter zu sein als sonst, obwohl er der Menge zuwinkte. Die Beamten des Vatikans gaben keine beängstigenden Erklärungen ab. Aber es war klar, dass der Papst Schwierigkeiten hatte, sein Energieniveau zu halten. Im Laufe dieser Woche nahm der Vatikan einige verdeckte Änderungen am Reiseplan des Papstes vor, darunter die Absage einiger privater Treffen und die Verringerung der Zahl seiner öffentlichen Auftritte. Darüber hinaus gab es keine formellen Gesundheitswarnungen seitens des Vatikans, obwohl offizielle Quellen sagten, dass er zusätzliche Ruhe benötige. Es schien etwas zu sein, was bei einem älteren Papst häufig vorkommen würde. Niemand ahnte, dass dies seine letzte Woche als Papst sein würde, vielleicht sogar seine letzte Woche auf Erden. Am frühen Morgen teilte das Presseamt des Vatikans mit, dass Papst Franziskus verstorben ist.
In seinem Haus, dem Domus Sanctae Martha, starb er ohne jegliche Beschwerden. Der Papst selbst hatte es vorgezogen, dort zu wohnen und nicht in den üblichen päpstlichen Räumlichkeiten. Seine engsten Mitarbeiter waren dabei, als er plötzlich verstarb, so die vatikanischen Behörden, die erklärten, dass er unerwartete Probleme hatte. Sie gaben keine weiteren Informationen oder Erklärungen ab. Obwohl er unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen litt, darunter Ischias-Beschwerden, eine Darmoperation und Atemprobleme, nahm er seine Aufgaben bis zum Schluss wahr. Er hielt nicht nur Messen ab und traf sich mit Botschaftern, sondern hielt auch Reden zu wichtigen Themen wie Krieg und Klimawandel. Obwohl sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, war er immer noch geistig rege und sagte nie, dass er sich zur Ruhe setzen wollte, obwohl es Berichte gab, dass er dies wünschte. Unmittelbar nach seinem Tod begann die Kirche mit den üblichen Trauerzeremonien. Der Vatikan teilte mit, dass sein Leichnam in den Petersdom überführt wird, Petersdom aufbewahrt wird, damit die Menschen ihm dort ihre Aufwartung machen können. Ein päpstliches Konklave werde abgehalten, um den nächsten Papst zu wählen. Und das Kardinalskollegium werde mit den Vorbereitungen dafür beginnen. Da Papst Franziskus keinen Nachfolger bestimmt hat, wird das Auswahlverfahren nach demselben bewährten Brauch ablaufen, der nach dem Tod eines Papstes befolgt wird. In Argentinien, dem Land, in dem er geboren wurde, wurden die Flaggen gesenkt und die Kirchenglocken läuteten weiter. Von führenden Persönlichkeiten aus verschiedenen Kontinenten wurden Beileidsbekundungen überbracht. Unabhängig von ihrem Glauben, dachten über die Wirkung eines Mannes nach, der mehr als 10 Jahre lang daran gearbeitet hatte, die Kirche für alle zugänglicher zu machen, ihre Botschaft zu verändern und die Aufmerksamkeit auf die Bedürftigen zu lenken. Während seiner Amtszeit als Papst legte Papst Franziskus den Schwerpunkt auf die Sorge die Menschen in aller Welt und die Förderung der Entwicklung eines spirituellen Bewusstseins. Er ist nicht nur der erste Jesuitenpapst in der Geschichte, sondern auch der erste Papst, der aus Lateinamerika stammt. Als Alternative zum extravaganten apostolischen Palast entschied er sich, in einem bescheidenen Haus unter anderen Mitgliedern des Klerus und des Personals zu wohnen. Obwohl einige der Meinung waren, er hätte mehr tun können, bemühte er sich, die Skandale um zwischenmenschliches Fehlverhalten aufzuarbeiten. Er trat für den Umweltschutz ein, setzte sich für die Rechte von Flüchtlingen ein und bemühte sich um Frieden in konfliktreichen Regionen. Sein Tod war für viele Menschen ein Schock und veranlasste sie, über seine letzten Tage zu spekulieren. Vice President J.D. Vance unternahm in den Tagen vor seinem Tod eine Reise in den Vatikan. Eine Privataudienz beim Papst ist für Nicht-Staatsoberhäupter oder bedeutende Bischöfe unüblich, wie aus den Unterlagen des Vatikans hervorgeht, dass Vance den Papst unter 4 Augen besucht hat. Der Vatikan und das Büro von Vance haben sich nicht zu dem Treffen geäußert, und die Einzelheiten sind unbekannt. Begegnungen mit einer einzelnen Person werden oft nur kurz beschrieben und als Formalität betrachtet. Dieses besondere Treffen hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen, da es kurz vor dem Tod des Papstes stattfand. Vance, der für seinen überzeugten katholischen Glauben und sein Interesse an religiösen Fragen bekannt ist, hat sich seit seiner Rückkehr aus Rom nicht öffentlich zu dem Besuch geäußert. Der Tod des Papstes hat rund um den Globus große Trauer ausgelöst. Um die letzten Stunden des Papstes ranken sich viele Geheimnisse, darunter auch eine geheime Begegnung, die er hatte. Der Vatikan hat nicht bekannt gegeben, ob es eine letzte Botschaft oder Ankündigung des Papstes gab. Er hat sich zurückgehalten, öffentliche Veranstaltungen abgesagt und private Gäste empfangen. Und die Leute haben seine Handlungen genau beobachtet. Kurz bevor wir uns mit J.D. Vance auf die unglückliche Nachricht reagieren, sollten wir einen Blick auf die Verbindung werfen, die zwischen den beiden besteht. Eine Verbindung und ihre Unterschiede. Es hat den Anschein, dass Papst Franziskus und Vizepräsident J.D. Vance auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind. Er war bekannt für seinen unkomplizierten Lebensstil und seine Sorge um diejenigen, die weniger Glück hatten. Er leitete die katholische Kirche. Der andere ist ein Politiker und Autor aus den Vereinigten Staaten von Amerika, der durch die Veröffentlichung eines Buches über seine Kindheit in den Appalachen berühmt wurde. Obwohl sie nicht identisch sind, haben sie beide eine starke Verbindung zum katholischen Glauben, der beide Personen stark geprägt hat. Papst Franziskus begann seinen Dienst in der Kirche schon in jungen Jahren bei den Jesuiten und konzentrierte sich auf die Fürsorge für andere und widmete einen großen Teil seines Lebens dem Dienst an der Kirche. Während seines Aufenthalts in Buenos Aires
wurde er mit der Unterdrückung, dem Kampf und der Sehnsucht nach spiritueller Befriedigung konfrontiert, die unter den weniger glücklichen Menschen vorherrschten. Sein Führungsstil, bei dem Bescheidenheit, Mitgefühl und die Unterstützung unterrepräsentierter Gruppen im Vordergrund stehen, wurde von den frühen Kämpfen geprägt, denen er ausgesetzt war. Nach seiner Ernennung zum Papst machte er deutlich, dass er sich für die Wiederbelebung der Kirche einsetzt und betonte die Bedeutung von Moral und Offenheit. J.D. Vance wuchs in einem Elternhaus in Ohio auf, das über ein geringes Einkommen verfügte, und war während seiner Kindheit Unberechenbarkeit, Armut und Sucht ausgesetzt. Seine Großeltern, insbesondere seine Großmutter, waren für ihn eine wichtige Quelle der Unterstützung und Orientierung, obwohl er während seines gesamten Familienlebens mit schwierigen Bedingungen konfrontiert war. Erst viel später in seinem Leben, nachdem er beim Militär gedient, Jura studiert und im Berufsleben Erfolg gehabt hatte, fand Vance seine Verbindung zur katholischen Kirche. Seine Entscheidung, Catholic zu werden, war nicht nur durch seine religiösen Überzeugungen motiviert, sondern spiegelte auch seinen persönlichen Weg wider, der die Auseinandersetzung mit Widrigkeiten, Familie und Verantwortung beinhaltete. Sie sind beide katholisch. Deshalb stehen sie sich auch so nahe. Obwohl Papst Franziskus häufig über die Aufgabe der Kirche in der Welt spricht, hat Vance hervorgehoben, wie seine Vorstellungen von Familie, Bürgerpflicht und moralischen Verpflichtungen von der katholischen Lehre beeinflusst wurden. Obwohl sie in unterschiedlichen Funktionen tätig sind, der eine als Priester, der andere als Gesetzgeber, haben sie ähnliche Vorstellungen über den Wert von Schuld, Tradition und die Bedeutung des Gewissens. Es ist faszinierend, dass ihre Ansichten über die Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht vergleichbar sind. Die schädlichen Auswirkungen von Materialismus, Einsamkeit und Ungleichheit sind Themen, die Papst Franziskus regelmäßig vor seinem Publikum anspricht. Er warnt vor gesellschaftlichen Mechanismen, die den Wert des menschlichen Lebens schmälern. Im Laufe seiner politischen Bemühungen hat Vance seine Besorgnis über den Zerfall von Gemeinschaften, den Verlust von Sinn und die Bedeutung der Wiederherstellung von soliden Familienverbänden zum Ausdruck gebracht. Die Herausforderungen, auf die sie aufmerksam machen, sind sich sehr ähnlich, auch wenn ihre Methoden unterschiedlich sind. Papst Franziskus konzentriert sich auf die spirituelle Komponente, Vance auf die gesetzgeberischen Bemühungen. Die Erwartungen ihrer jeweiligen Gruppierungen wurden von jedem von ihnen enttäuscht. Die humanitäre Haltung, die Papst Franziskus an den Tag legte, brachte ihm den Ruf eines Reformers ein, obwohl er konservative Werte vertrat. Anstatt sich auf das Gericht zu konzentrieren, wandte er seine Aufmerksamkeit der Barmherzigkeit zu und stellte sich Themen, die andere vermieden. Auf der anderen Seite hat J.D. Vance beim Eintritt in die politische Arena nicht aus dem konventionellen Umfeld eines Washingtoner Insiders. Er stellt die Sichtweise der Elite in Frage und zeigt Einfühlungsvermögen für Bereiche des Landes, die oft vernachlässigt werden, auch wenn seine Überzeugungen manchmal umstritten sein mögen. Sie sind eng miteinander verbunden, da sie beide den Grundsatz der Achtung der Rechte und des Wertes eines jeden Menschen vertreten. Die katholische Kirche wurde von Papst Franziskus aufgefordert, schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen wie älteren Menschen, Migranten, Verarmten und Ungeborenen zu helfen. Vance hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, Familien aus der Arbeiterklasse zu unterstützen, das Leben zu schützen und Institutionen zu reformieren, die versagen. Diese beiden Menschen scheinen sich dafür einzusetzen, denen zu helfen, die in der heutigen Gesellschaft vernachlässigt werden. Beide wissen, wie wichtig es ist, durch schwierige Zeiten zu gehen. Laut Papst Franziskus hat das Leiden das Potenzial, die Menschen näher an Gott heranzuführen, indem es ihnen hilft, über die Grenzen der zeitlichen Freuden hinauszusehen. Aus einer ähnlichen Perspektive betrachtet Vance, der als Kind schwierige Umstände durchlebte, Widrigkeiten als Mittel zur Entwicklung des Charakters und zur Gewinnung wertvoller Lebenslektionen. Diese Perspektive hat seine Lebensgeschichte und das Leben, das er führt, geprägt. J.D. Vance und Papst Franziskus stehen beide für eine Reise, die von der Religion beeinflusst ist. Die Kämpfe und die Suche nach der Wahrheit haben einen unterschiedlichen Hintergrund und unterschiedliche Positionen. Weder eine persönliche Freundschaft noch eine politische Zusammenarbeit dienen als Grundlage für ihre Verbindung. Das Engagement für moralische Klarheit, der Wunsch, anderen durch ihr Handeln und ihren Einfluss zu helfen und ein gemeinsames Wertesystem, das in den Lehren der Kirche verankert ist, sind einige der Grundlagen, auf denen sie sich bilden. Vances Ziel ist es,
etwas zu bewirken, indem er Gesetze erlässt und an öffentlichen Gesprächen teilnimmt, während Papst Franziskus sich in erster Linie um Predigt und Seelsorge kümmert, um dies zu tun und seine Ziele zu erreichen. J.D. Vances Reaktion auf den Tod von Papst Franziskus. Die Frage ist, wie Vance reagiert hat, als er von Papst Franziskus erfuhr. Nach dem Tod von Papst Franziskus hat J.D. Vance keine ausführliche Erklärung ab. Stattdessen stellte er eine kurze Abschiedsbotschaft online. Vance dachte über den Einfluss des Papstes nach und erinnerte sich an eine tiefgründige Predigt, die er zu Beginn der Epidemie hören durfte. Obwohl die Botschaft so kurz war, drückte sie sowohl Respekt als auch Trauer aus, was ein Hinweis darauf ist, dass das Treffen mit dem Papst einen bedeutenden und nachhaltigen Einfluss hatte. Vance gab keine weiteren Informationen zu den Themen bekannt, die während des Treffens besprochen wurden. Während des Gesprächs wurde kein einziges politisches Thema angesprochen, und der Vatikan gab keinen Kommentar dazu ab. Das Bemerkenswerteste war die Ruhe, die eine Menge Informationen vermittelte. Schweigen ist in der politischen Arena selten. Andererseits schien sie den intimen Charakter der Begegnung bei diesem besonderen Anlass zu unterstreichen. Vance bewahrte in der Öffentlichkeit die Fassung und zeigte Respekt. Als er sich verabschiedete, tat er dies auf eine Art und Weise, die mit dem typischen Verhalten anderer Führungspersönlichkeiten brach. Darüber hinaus gab es keine Klischees oder schöne Worte. Stattdessen verabschiedete er sich auf freundliche und respektvolle Weise und stellte die geistliche Führung des Papstes in den Mittelpunkt. Er versuchte nicht, sich selbst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen, sondern zeigte nur seine Ehrfurcht vor dem Papst, der für ihn und für viele andere Menschen von Bedeutung war. Kehren wir also zu der letzten Begegnung zwischen Vance und Papst Franziskus zurück. Warum wurde J.D. Vance der Einzige, der von den dort enthüllten Geheimnissen erfuhr? War es ein Geständnis oder eine Warnung? Der Vatikan ist es gewohnt, Geheimnisse zu bewahren. Aber die private Begegnung zwischen Papst Franziskus und Vizepräsident J.D. Vance aus den Vereinigten Staaten von Amerika vor dem Tod des Papstes hat zu zahlreichen Spekulationen geführt. Obwohl es Beweise dafür gibt, dass das Treffen stattgefunden hat, wurden nach seinem Ende keine Informationen geliefert. Sowohl der Vatikan als auch Vance schweigen zu diesem Thema und überlassen es den Menschen, zu raten, was bei dem Treffen geschehen ist. Kontroversen und Hypothesen über die private Begegnung. Manche fragen sich, ob der Papst nicht über ein globales spirituelles Ereignis besorgt war, nicht über ein politisches. Könnte er die drohende Gefahr gespürt haben? Gab es eine wichtige und dringende Botschaft, die er übermitteln musste, bevor es zu spät war? Die Frage ist, warum war J.D. Vance unter allen anderen ausgewählt? Neugierige Menschen denken darüber nach, dass es eine geheime Botschaft gibt. In den Gesprächen auf den Plattformen der sozialen Medien und in Online-Foren werden verschiedene Hypothesen entwickelt. Mehrere Nutzer auf Reddit glauben, dass der Papst Vance als eine zentrale Person in einem weltweiten ethischen Wandel betrachtet haben könnte, der durch die politischen Veränderungen in der westlichen Welt ausgelöst wurde. Es gibt sogar Andeutungen, dass der Papst einen Nachfolgeplan für die Kirche und geistliche Führer weltweit angedeutet hat. Eine der seltsamsten Fantheorien ist, dass der Papst und Vance beide einen geheimen Ort für Prophezeiungen hatten, den der Vatikan geheim hält. Andere sehen eine Verbindung zur Zukunft der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach einer anderen Auffassung könnte der Papst Vance auf mögliche politische oder moralische Probleme aufmerksam gemacht haben, die sich auf die Nation auswirken könnten. Nach Meinung mehrerer Personen war der Satz entweder Ausdruck von Ehrlichkeit, Reue oder Erleichterung. Es wird als Bekenntnis eines Mannes angesehen, der, nachdem er die Last der Kirche getragen hat, das Bedürfnis verspürte, seine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. In mehreren Beiträgen in den sozialen Medien wird die Frage gestellt, ob sich der Inhalt auf Vergebung, Familie oder Glauben bezieht. Viele Menschen sind neugierig, ob es darum ging, Wissen zu vermitteln, eine spirituelle Botschaft zu übermitteln oder einfach Vertrauen zu demonstrieren. Die unbeantworteten Fragen. Für keine dieser Hypothesen gibt es Beweise. Einfach ausgedrückt, handelt es sich um Hypothesen und Ideen, die von Personen entwickelt wurden, die versuchten, die leise Unterhaltung zwischen zwei einflussreichen Männern zu verstehen. Das Fehlen von Geräuschen hat das Interesse der Menschen geweckt. Warum hat sich der Politiker Vance nicht zu diesem wichtigen Treffen geäußert? Ich bin neugierig. Warum der Vatikan keine Antwort gegeben hat? Was ist, wenn es bei diesem Treffen um mehr als nur um einfache diplomatische Gespräche ging?
Was ist, wenn wir etwas Wesentliches und Entscheidendes besprochen haben, das aber vorerst geheim bleibt? Es ist möglich, dass wir nie die ganze Geschichte erfahren werden. Dinge, die nicht ausdrücklich geäußert werden, können häufig Auswirkungen auf die Ereignisse der Vergangenheit haben. Große internationale Ereignisse beginnen nicht mit lauten Äußerungen, sondern häufig auf leise Art und Weise. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nur 1 Minute mit Papst Franziskus verbringen. Was würden Sie ihn gerne fragen oder ihm sagen? Und was würde passieren, wenn er Ihnen eine Mitteilung schicken würde, die er vertraulich behandeln möchte? Würden Sie ein Leck haben? Der Tod von Papst Franziskus und die Mythen des Vatikans. Eine Reihe von Auftritten wurde abgesagt. Der apostolische Palast wurde unerwartet abgeriegelt. Es gab keine Internetpräsenz und keine Pressegespräche. Dann verschwand er blitzschnell und hinterließ keine Spuren. Manche sprachen von einem heiligen Timing. Andere sprachen von einem anderen Namen. In den Tagen nach der Ankündigung behauptete die italienische Presse, Papst Franziskus sei im Besitz eines vertraulichen Dossiers. Bei diesem Dossier handelte es sich um ein Dossier mit umfassenden Vorwürfen der finanziellen Korruption, des Amtsmissbrauchs und verdeckter politischer Aktivitäten in den höchsten Rängen der Kirche. Sie flüsterten, dass der Papst sich darauf vorbereite, das Material freizugeben und es dann an ein weltweites interreligiöses Konsortium weiterzugeben, um die etablierten Kommunikationswege des Vatikans mit der Außenwelt zu umgehen. Soweit uns bekannt ist, wurde das fehlende Dossier nie entdeckt. Mehrere Vatikan-Insider sahen in der Woche vor dem Tod des Papstes ein beunruhigendes Muster. In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse bat der Papst um private, unangekündigte Gespräche mit 3 Kardinälen, die alle zuvor sein Reformprogramm kritisiert hatten. Berichten zufolge lehnte einer von ihnen die Teilnahme an dem Treffen ab. Eine andere Person war anwesend, und sie berichteten später, dass die Begegnung sehr privat war. Seit dem Tod des Papstes hat sich der Dritte weder öffentlich geäußert noch kommentiert. Dienten diese Gespräche der Verabschiedung oder der Konfrontation? Das Fehlen von Antworten führte zur Entstehung vieler Ideen. Einem Bericht zufolge erlitt der Papst eine plötzliche und katastrophale Gesundheitskatastrophe, wahrscheinlich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Aber die Beamten des Vatikans entschieden sich, die Bekanntgabe zu verschieben, um einen gnädigeren Abschied zu gewährleisten. Diese Vorstellung wirft eine Reihe von Fragen auf. Warum die Verzögerung? Was für Dinge müssen gereinigt, inszeniert oder versteckt werden, bevor die Öffentlichkeit davon erfährt? Eine andere, ruchlosere Idee besagt, dass es Sabotage gab. In einigen Internet-Communities wurde behauptet, Papst Franziskus sei in seinen letzten Lebensstunden unter Drogen gesetzt, zum Schweigen gebracht oder gegen seinen Willen eingesperrt worden. Diese Foren beriefen sich auf anonyme Leaks und die Analyse der Körpersprache in der Videoansprache zum Abschied des Papstes. Diese Leute verweisen auf seine undeutliche Sprache, seinen leeren Blick und die Tatsache, dass die Beleuchtung in dem Video seltsam und fast gekünstelt war. Einige Personen verweisen auf merkwürdige Umstände, wie den unerwarteten Weggang seines langjährigen Leibarztes. Die Tatsache, dass die Vatikanapotheke Anfang April das Fehlen bestimmter Rezepte meldete, oder die abrupte Kündigung eines päpstlichen Assistenten nur wenige Tage vor seinem Tod. Selbst erfahrene Beobachter des Vatikans räumen Ungereimtheiten ein. In einer öffentlichen Erklärung stellte Emilia Vanozzi, eine erfahrene italienische Journalistin, die über 3 Papsttümer berichtet hat, die Entscheidung des Vatikans in Frage, den Totenschein zurückzuhalten. Sie schreibt, dass es für jeden Papst in der modernen Geschichte eine Kette medizinischer Bestätigungen, einen Namen, eine Erklärung und eine Ursache gegeben hat. Warum nicht jetzt? Hinzu kommt die Frage der versiegelten Kammer. Das persönliche Arbeitszimmer des Papstes wurde 2 Tage nach seinem Tod von der Schweizer Garde abgeriegelt. Beamte des Vatikans behaupteten, dies sei das übliche Protokoll. Aber Mitglieder des Personals erklärten, sie hätten noch nie einen Raum so schnell und gewaltsam versiegelt gesehen. Einer Reihe von Priestern und Angestellten, die häufig mit Franziskus zusammenarbeiteten, wurde mitgeteilt, dass sie bis auf Weiteres nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren sollten. Die Kirche hat die Computer entfernt. Die Telefone funktionierten nicht. Für Überwachungskameras ist gesorgt. In einer öffentlichen Erklärung erklärte der Vatikan, dass die persönlichen Besitztümer des Papstes mit Sorgfalt und Respekt katalogisiert werden. Einige Leute haben die inoffizielle Vermutung, dass Beweise unterdrückt oder vernichtet werden. Darüber hinaus gibt es Behauptungen,
dass Franziskus in seinen letzten Wochen einen geheimen Brief verfasst und ihn an einen ungenannten Bischof außerhalb Italiens geschickt haben könnte. In dem Brief sollen seine Sorgen über die künftige Ausrichtung der Kirche, seine Wahrnehmung, dass er sich starke Gegner gemacht hat, und seine Befürchtung, dass die Institution, die er liebte, nicht mehr zu retten ist, beschrieben worden sein. Der betreffende Brief wurde ebenfalls nicht entdeckt, wenn er existiert. Liegt er jemandem sehr am Herzen? Haben wir es mit einer Verschwörung zu tun? Sehr wahrscheinlich. Dem Vatikan ist es nicht fremd, Mythen zu schaffen, aber das sollte nicht übersehen werden. In der Vergangenheit sind mehrere Päpste unter ungeklärten Umständen gestorben. Johannes Paul III, der letzte Papst, starb nach nur 33 Tagen im Amt. Keine der Autopsien wurde jemals abgeschlossen. Kein einziges Mitglied des medizinischen Personals erklärte jemals, was geschehen war. Die Vatikanbank hat eine lange Geschichte der politischen Einflussnahme und Geldwäsche. Jahrelang haben Ermittler und Autoren spekuliert, dass sein Tod mit einem Plan zur Umstrukturierung der Vatikanbank zusammenhängt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Papst Franziskus hat auch die Finanzabteilung des Vatikans in Frage gestellt. Er deckte nicht nur jahrzehntelangen Diebstahl auf, sondern schloss auch verdächtige Konten und entfernte korrupte Behörden. Er machte sich Feinde in der ganzen Welt, nicht nur in Rom. Einige Menschen empfanden seinen Tod nicht als schockierend. Er war einfach unausweichlich. Aber Francis hatte noch etwas anderes an sich. Er war sich bewusst, dass er sich auf einem gefährlichen Weg befand, aber er ging ihn trotzdem weiter. In seinen letzten Predigten sprach er über Verrat, Einsamkeit und das Bild eines Hirten, der allein in die Nacht wandert. Damals erschienen diese Sätze lyrisch, doch heute wirken sie riskant. Wollte er uns warnen? Nachdem alles gesagt und getan ist, bleiben uns ein Nachhall, eine kurze Erklärung, eine Flut unbeantworteter Fragen und ein Geheimnis, das so tief und beunruhigend ist wie die römischen Katakomben selbst. Benedikt XVI, oft auch als Papst Franziskus bezeichnet, ist in den Ruhestand getreten. Es ist möglich, dass die Wahrheit über seinen Tod mit ihm begraben wurde, was ein noch schlimmeres Szenario ist. Und wenn nicht jemand den Mut hat, sie auszugraben, werden wir vielleicht nie erfahren, was in den letzten Tagen des April 2025 vor den Toren des Vatikans geschah. Was glauben Sie, was Papst Franziskus ihm zugeflüstert hat? Schreiben Sie Ihre Vermutung in die Kommentare, ob ernst oder symbolisch. Wir wollen Sie hören. Mögen Sie dieses Video, wenn Sie an Momente glauben, die über die Politik hinausgehen. Vergessen Sie nicht, das Video zu abonnieren und auf die Glocke zu tippen, denn manche Wahrheiten werden nur im Flüsterton gehört. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie nachdenklich, bleiben Sie neugierig und denken Sie daran, dass die leisesten Worte oft das größte Gewicht haben.